Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wir haben das Special reserviert. Wir schreiben das Jahr 2050. Wer jetzt noch Fleisch essen will, tut das im Verborgenen. Geheime Adressen kursieren. Dort frönen diejenigen der Fleischeslust, die es nicht schaffen, ohne Fleisch klarzukommen. Das Essen von Tieren gilt in der Zukunft als extrem ungesund und klimaschädlich und ist deshalb eigentlich verpönt. Im Jahr 2050 sind Metzgertheken leer, Ställe verwaist, auf Weiden wachsen Bäume. Für 80% der landwirtschaftlich bedingten Treibhausgase war der Fleischkonsum einst verantwortlich. Unter anderem durch den Verzicht auf Tierhaltung konnte die Klimaerwärmung aufgehalten, die massive Überdüngung durch Gülle gestoppt und Zivilisationskrankheiten durch übermäßigen Fleischkonsum überwunden werden. Ein realistisches Szenario: Ist eine Welt ohne Fleisch tatsächlich besser, sinnvoll und wollen wir das überhaupt? Fleisch ist natürlich das, mit dem ich groß geworden bin. Ich bin in 4. Generation jetzt Metzger, also von daher seit Kindesbeinen an natürlich immer Kontakt mit dem Thema Fleisch gehabt. Und dann ist es natürlich für mich auch ein sehr, sehr interessantes Genussmittel, aus dem man sehr kreativ viel machen kann. Schon der Zuschnitt des Fleisches spielt eine entscheidende Rolle für den Geschmack, sagt Dirk Ludwig. Er ist nicht nur Metzger, sondern auch Fleischsommelier und beurteilt Fleisch mit allen Sinnen. In seiner Karnothek reifen Schweine- und Rinderhälften 6 Wochen lang in salzhaltiger Luft. Das verleiht ihnen ein besonderes Aroma. Bei Veranstaltungen präsentiert er seine Spezialitäten. Kann er sich eine Welt ohne Fleisch vorstellen? Als theoretischer Ansatz vielleicht ganz interessant, aber das Genussthema kommt mir da ein bisschen zu kurz. Und ich glaube schon, dass der Mensch ein Genussmensch ist und natürlich, dass auch die Ernährung mit Fleisch natürlich ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir uns zu dem entwickelt haben, wo wir sind. Und genau darin sieht sie das Problem. Julia Weber ist aktiv bei Fridays for Future und beim Jugendverband des Bund für Umwelt und Naturschutz. Sie hält Vorträge und Workshops über Klima- und Umweltschutz. Wir wissen eben, dass die Probleme, die wir jetzt schon haben, sehr, sehr viel schlimmer werden in den nächsten Dekaden. Also große Teile der Erde werden nicht mehr bewohnbar sein, weil es eben zu Dürren und Überflutungen kommen wird. Und es wird eine Ressourcenknappheit geben. Es wird extrem heiße Temperaturen in vielen Gebieten geben. Auch hier in Europa werden wir darunter leiden. Und aus all diesen Gründen möchten wir einfach, dass sich jetzt etwas tut, bevor es zu spät ist. Aber was? Anders essen ist ein Ansatzpunkt, um Klima- und Umweltprobleme anzugehen. Marco Springmann hat zusammen mit einem internationalen Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Folgen unseres Fleischkonsums analysiert. Die tierischen Lebensmittel machen ungefähr 80% der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen aus. Wenn man das in absoluten Mengen ausdrückt, sind das ungefähr 100 Megatonnen. Das wären ungefähr so viel wie alle Treibhausgasemissionen von Griechenland zusammengenommen. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir uns Fleischessen überhaupt noch leisten können. Jedenfalls, wenn wir auch in 30 Jahren noch eine lebenswerte Zukunft haben wollen. In Deutschland leben derzeit 187 Millionen Rinder, Schweine, Hühner und anderes Geflügel. Dagegen nur 83 Millionen Menschen. Auf jeden Bundesbürger kommen also mehr als 2 Nutztiere. Und all diese Tiere brauchen Futter. Mehr als 60% der landwirtschaftlichen Flächen sind nur dazu da, unsere Nutztiere satt zu bekommen. Für sie wird gesät, gedüngt, gespritzt, geerntet. All das verbraucht Energie und produziert Treibhausgase. Vor allem Düngen wirkt sich enorm auf das Klima aus.
Denn dabei wird Lachgas freigesetzt. Das ist 300-mal so klimaschädlich wie CO2. Dazu kommen die Treibhausgase, die bei der Verdauung im Rindermagen entstehen. 300 Liter Methan rülpst eine Kuh bei den Verdauungsvorgängen pro Tag. Und Methan ist 25-mal so klimaschädlich wie CO2. Wir wagen ein Gedankenexperiment. Wie wäre es, wenn wir uns rein pflanzlich ernähren würden? Dann müssten wir mehr Gemüse, Obst und Getreide anbauen. Heutzutage nutzen wir 60% der landwirtschaftlichen Fläche für Tierfutter, für pflanzliche Lebensmittel nur 21%. Bei einer rein pflanzlichen Ernährung müsste sich diese Anbaufläche mehr als verdoppeln. 1/3 der heutigen Ackerfläche würde dann nicht mehr gebraucht. Ohne Nutztiere keine Anbaufläche für Tierfutter. Eine Welt ohne Nutztiere. Was würde das im Lebensmittelbereich fürs Klima bringen? Bei einer veganen Ernährung, da können sich die Treibhausgasemissionen um ungefähr über 80% verringern. Aber gleichzeitig wäre das wohl das Ende unserer typisch deutschen Kulturlandschaft mit ihren Weiden und zum Teil auch ökologisch bedeutsamen Wiesen. Und mit was würden wir unsere Haustiere füttern? Das sind immerhin fast 25 Millionen Hunde und Katzen. Fragen über Fragen. Die Fakten. Deutschland ist Fleischland. Durchschnittlich essen Männer jeden Tag 160 Gramm Fleisch, macht 1,1 Kilogramm in der Woche und rund 60 Kilogramm pro Jahr. Frauen essen ungefähr die Hälfte. Bei rund 820.000 Menschen in Deutschland hängt die Existenz am Fleisch. Sie arbeiten in der Landwirtschaft und in der Fleischverarbeitung, wie Metzger Dirk Ludwig. In unserem Betrieb arbeiten etwa 40 Mitarbeiter, die das auch alle gelernt haben, also in den unterschiedlichen Berufsbildern als Fleischer oder Fachverkäuferin oder Kaufmann für E-Commerce, was wir hier alles so abbilden. Ich hoffe, oder Ziel sollte es sein, dass natürlich auch jedem seine Arbeit Spaß macht. Gerade bei den Metzgern ist es natürlich ganz extrem. Wer Metzger wird, macht das meistens mit einer extremen Leidenschaft und auch einem sehr, sehr starken Stolz. Das ist so ganz ausgeprägt in diesem Beruf. In einer Welt ohne Fleisch würden all diese Menschen ihren Job verlieren. Was sagt Julia dazu? Sie versteht natürlich, dass die Menschen ihre Arbeit behalten wollen. Aber die Berufswelt verändert sich immer. Es gab immer schon neue Jobs, die entstanden sind und alte Jobs, die eben weggefallen sind. Und zweitens denke ich, dass eben die Konsequenzen, die die Fleischverarbeitung und generell der enorme Konsum tierischer Produkte hat, dass diese Konsequenzen zu extrem sind, um sie hinnehmen zu können. Julia Weber lebt vegan. Sie hat viele Freunde und Mitstreiter, die wie sie auf alle tierischen Produkte oder wenigstens auf Fleisch verzichten. Sie findet es super, dass es immer mehr Cafés und Restaurants gibt, die vegane Küche anbieten. Bis vor 6 Jahren hat die heute 24-Jährige gelegentlich ganz gerne Fleisch gegessen. Doch dann fing sie an, ausführlich zu recherchieren, schrieb eine Pro- und Kontraliste. Was spricht für, was gegen die vegane Ernährung? Dagegen haben eigentlich nur 2 Punkte gesprochen, nämlich die Umgewöhnung und der Mehraufwand. Am Anfang stand auch Nährstoffmangel auf der Liste, aber da habe ich nach intensiver Recherche bemerkt, dass man so gut wie alle Nährstoffe durch pflanzliche Produkte bekommt. Die Gewöhnung natürlich, die ist für mich kein Argument, weil man schlechte Gewohnheiten verändern sollte. Und der Zeitaufwand eben, dass man gucken muss, dass man vorher schon Gerichte zubereitet, bevor man irgendwo hingeht, weil es halt nicht überall pflanzliche Optionen gibt. Dankeschön. Wow. Reichlich Auswahl. Selbst mitbringen ist hier nicht nötig. Aber vegan leben ist das eine, vegane Landwirtschaft das andere. Felder müssen gedüngt werden, um fruchtbar zu bleiben. Doch wo keine Hühner, Schweine und Rinder, da auch kein Mist und keine Gülle. Und darin steckt viel Stickstoff und andere Stoffe, die Pflanzen für alle Wachstumsvorgänge brauchen.
Auf der hessischen Staatsdomäne Frankenhausen erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ökologisch verträgliche Konzepte des Ackerbaus und der Tierhaltung. Mist und Gülle waren bisher Teil der ökologischen Kreislaufwirtschaft. Doch immer mehr Biolandwirte wollen auf tierischen Dünger verzichten und brauchen Alternativen. Das heißt, dass sie weiterhin gute Erträge haben, obwohl sie keine Tierhaltung mehr haben. Ja, und deshalb braucht es eben ein anderes Kreislaufkonzept für eben die Düngemittel, die in einem solchen Betrieb erzeugt werden können. Jeder Boden und jeder Betrieb ist allerdings anders. Daher erproben die Forschenden in einem Langzeitversuch, wie sich rein pflanzliche Düngung auf die Bodenfruchtbarkeit und die Erträge auswirkt, um dann fundierte Empfehlungen für die Biolandwirtschaft geben zu können. Hans Pfänder hat diese Umstellung schon vor 20 Jahren gemacht. Er hatte Milchkühe und schaffte sie von heute auf morgen ab. Ich habe mir lange Zeit nicht vorstellen können, dass ich jemals so eine Kuh leben kann. Ja, das war meine Welt, war mir nicht zu viel. Und wir haben dann eine kleine Käserei aufgebaut. Das war mein Hobby. Ich habe 7 Tage in der Woche Käse gemacht und Butter und Quark und alles Mögliche. Doch dann fiel es ihm immer schwerer, seine alten Kühe, die nicht mehr genug Milch gaben, zum Schlachter zu bringen. Und ihre männlichen Kälbchen. Der Viehhändler holt sie ab und die gehen am Schlachthof und man weiß, wie es da zugeht. Das wird dann immer schlimmer. Also bei mir war es halt so. Für viele Landwirte ist es einfach so, da gehört es halt einfach dazu. Die denken, glaube ich, manchmal einfach gar nicht drüber nach. Ja. Vielleicht war es bei mir einfach anders. Er entschied sich, nur noch Pflanzen, hauptsächlich Gemüse, anzubauen. Ein Risiko. Seine 5 Kinder waren damals noch klein und die Umstellung schwierig. Schlüpft da halt jetzt alle und krabbeln so langsam. Man hat nicht gewusst, wo das hingeht, das Ganze. Das war anfangs purer Idealismus und am Schluss haben wir auch finanziell sicherlich eine schwere Zeit gehabt. Er und später seine Söhne experimentierten mit pflanzlichem Dünger. Eine wichtige Rolle spielen dabei Leguminosen. Das sind Hülsenfrüchte wie Kleegras. Sie sammeln mit Hilfe von Bakterien an ihren Wurzeln Stickstoff aus der Luft und düngen dadurch ganz natürlich den Boden. Die Pfänders pflanzen solche Hülsenfrüchte in Fruchtfolge, also im Wechsel mit Gemüse und Getreide, oder setzen sie zwischen das Gemüse. Außerdem haben sie einen ausgeklügelten Kompost entwickelt, angepasst an ihre Bodenverhältnisse und die Ackerfrüchte. Das ist unser eigener Kompost, den wir selber herstellen, aus unseren Gemüseabfälle, unserem Kleegras, unserem Wascherde vom Gemüsewaschen und ein bisschen Biotoppflegegras kriegen wir immer und einen geringen Teil Asthäcksel, also so Strauchschnitt. Und in der Miete ist auch Pflanzenkohle mit drin. In größeren Abständen nehmen sie Bodenproben, um die Wirkung ihres Düngers zu überprüfen. In ihrem Boden tummeln sich viele Regenwürmer und andere Bodenlebewesen, die den Pflanzenkompost beim Fressen zerkleinern und in Humus umwandeln, aus dem die Pflanzen wiederum ihre Nährstoffe ziehen. Dieser Humusanteil im Boden ist sogar gewachsen. Für die Entwicklung dieses besonderen Kompostes wurde der Hof Pfänder 2019 beim Bundeswettbewerb Ökolandbau ausgezeichnet. Die Familienmitglieder bauen rund 30 Gemüsesorten und Salate an, die sie auf Märkten anbieten und an Gemüsegeschäfte, Supermärkte und Restaurants verkaufen. Auf 30 Hektar, das entspricht etwa 42 Fußballfeldern, ernten sie pro Jahr rund 1000 Tonnen Gemüse. Ein gutes Ergebnis im Biolandbau. Die Pfänders vermarkten ihr Gemüse ausschließlich regional. Inzwischen ist fast die ganze Familie mit dabei. Die Söhne von Hans Pfänder haben den Hof übernommen und leben dort mit ihren Familien. Auch 2 seiner Töchter arbeiten mit. Teamgeist ist gefragt. Alle packen dort an, wo es gerade am nötigsten ist. Und sie alle leben vegetarisch.
Die Milchkuhhaltung wünschen sie sich nicht zurück. Dabei hatten es die Kühe bei ihnen gut. Zwar stehen nicht alle Nutztiere so eng wie in diesem Melkkarussell, trotzdem die meisten im Stall. Über 90% der Schweine werden dicht an dicht auf harten Spaltenböden gehalten. Legehennen fristen ihr kurzes Leben überwiegend in Bodenhaltung. Bis zu 6000 Hennen pro Stall sind erlaubt, 9 Tiere auf einem Quadratmeter. Dabei wäre ein völlig anderes Leben artgerecht. Unsere Nutztiere sind sozial lebende Tiere mit Vorlieben und Freundschaften. Sie sind ständig in Kontakt miteinander, gehen sich aber auch manchmal aus dem Weg. Sie haben einen individuellen Charakter und natürliche Bedürfnisse. Sie suchen sich ihre Lieblingsplätze zum Wiederkäuen und Ausruhen. All das wird ihnen in der Massentierhaltung genommen. Und wenn es ihrem Ende zugeht, wird oft mit tierquälerischen Transporten und der Massenabfertigung beim Schlachten nochmal eins draufgesetzt. Wie können wir das überhaupt ertragen? Können wir damit wirklich leben? Bei solchen Bildern fällt der Biss ins Fleisch doch schwer. Wie schaffen wir es, das auszublenden? Wir reden uns das wahrscheinlich unbewusst schön, vermutet Julia Weber. Dieses, ja, ich esse nur ganz wenig Fleisch und immer vom lieben Biobauern nebenan. Aber das ist nicht der Fall. Also alle Statistiken sprechen da eine andere Sprache und unter 5% des Fleischs und auch wahrscheinlich weniger als 20% der tierischen Produkte generell stammen aus einer solchen Haltung und aus einer solchen Verarbeitung. Dirk Ludwig steht zu seinem Handwerk und Betrieb. Aber er macht tatsächlich vieles anders. Oder wie er sagt, eigentlich macht er alles einfach so weiter wie seine Familie seit Generationen. Wir schlachten 1- bis 2-mal in der Woche selbst. Die Schweine kommen hier aus der Region, die wir eben selber schlachten. Das Rindfleisch kommt vorrangig aus Bayern. Das lassen wir dort vor Ort schlachten, damit keine langen Transportwege da sind. Und insgesamt ist es natürlich wichtig, dass die Tiere zu Lebzeiten natürlich auch gut gehalten wurden. Da ist natürlich so eine Weidehaltung immer von Vorteil, was nämlich am Ende rauskommt, muss am Anfang auch reingesteckt werden. Sein alter Freund Manfred Hohmann fährt regelmäßig 70 Kilometer, um bei ihm einzukaufen. Er ist überzeugter Fleischesser. Wenn der Herrgott wirklich gewollt hätte, dass wir nur Körner oder Grünzeugs essen, dann hätten wir einen Schnabel und keine Zähne. Starke Worte. Dann erzählt er uns, er kocht überwiegend ohne Fleisch. Das gibt's bei ihm zu Hause nur 2-mal pro Woche. Wir sind ein totaler Gegner von Billigfleisch oder etwas, was eben in Massenproduktion dem Verbraucher angeboten wird, sondern wir essen gute Teile und sehr sinnvoll setzen wir diesen Fleischgenuss ein. Ich wäre sehr, sehr traurig, wenn es irgendwann heißen würde, es würde kein Fleisch mehr geben. Die Ernährungsexpertin Daniela Kircher kauft bei Dirk Ludwig für ihre Kochkurse und ihre Familie ein, lebt aber selbst vegetarisch. Ich möchte einfach auch gern aufzeigen, dass auch mal fleischlose Gerichte durchaus lecker schmecken können. Und man kann sich gut versorgen. Also ich bin selber Marathonläuferin und bringe meine Leistung. Also von daher, das geht auch ohne Fleisch. Und sogar ganz ohne tierische Produkte, findet Julia Weber, die übrigens auch Marathon läuft. Da hat man alle Nährstoffe drin, die man braucht. Eiweiß, Kohlenhydrate, gesunde Fette, Omega-3. Ganz ohne Nahrungsergänzungsmittel geht es bei der veganen Ernährung nicht. Vitamin B12 ist in pflanzlichen Lebensmitteln nicht enthalten und auch der Eisenbedarf lässt sich nur schwer decken. Fleisch wegzulassen, das schaffen immerhin 10% der Bevölkerung in Deutschland. Doch vegan leben zurzeit nur etwa 2%. Offensichtlich ist das schwerer. Wir machen auch hier ein Gedankenexperiment. Würde eine vegetarische Ernährung dem Klima und der Umwelt genauso helfen? Und schnell genug? In einer veganen Welt könnten wir ja 80% Treibhausgase einsparen. Das ist das Optimum.
Mindestens 64% müssen 2050 erreicht sein, um Klimawandel und Umweltzerstörung aufzuhalten. Das haben die Forschenden berechnet. Die Veränderungen dafür müssen jetzt nach und nach beginnen. Daher ist es wirklich essentiell festzustellen, wo sich was ändern könnte und was für Maßnahmen man bräuchte, um den Ernährungssektor wirklich innerhalb dieser planetären Grenzen zu halten. Ziel ist es, die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen und das Artensterben aufzuhalten. Das können wir nur erreichen, wenn wir keine weiteren Flächen in Acker- oder Weideland umwandeln. Die industrielle Landwirtschaft verursacht nicht nur viele Treibhausgase, sie ist auch hauptverantwortlich für das Artensterben in Deutschland und weltweit. Auch mit einer vegetarischen Ernährung könnten wir es schaffen, die planetaren Grenzen einzuhalten. Doch auch Fans von Milchprodukten müssten ziemlich Maß halten. Denn wir dürften nur noch halb so viele Kühe und halb so viele Hühner halten wie bisher. Mit dem täglichen Frühstücksei wird's dann nichts mehr. Das Maximum wären 2 Eier pro Woche. Auch Milchprodukte sind dann rationiert. 1 bis 2 Scheiben Käse pro Tag oder, wohlbemerkt oder, ein großer Joghurt oder 250 Milliliter Milch. Mehr nicht. Milchprodukte, vor allem fettreiche, sind ähnlich klimaschädlich wie Fleisch. Zur Herstellung von 1 Kilogramm Hartkäse benötigt man rund 13 Liter Milch. Für 1 Kilogramm Butter 18 Liter. Um die Klimaziele einhalten zu können, muss also die Milchproduktion deutlich begrenzt werden. In dieser rein vegetarischen Welt gibt es allerdings einen Haken. Vegetarisch leben im Sinne, sich vegetarisch zu ernähren, das geht auf jeden Fall, gar kein Problem. Eine vegetarische Landwirtschaft allerdings kann nicht funktionieren, denn wenn von dieser Landwirtschaft verlangt wird, dass sie dann eben Milch und Eier zur Verfügung stellt, dann muss diese Landwirtschaft natürlich Tiere halten. Und diese Tiere geben halt nicht nur Milch und Eier, sondern diese Tiere haben eine bestimmte Lebenserwartung und die müssen irgendwann geschlachtet werden. Fast das ganze Rindfleisch, das wir essen, stammt von ausgedienten Milchkühen und ihren männlichen Kälbern. Würden wir diese Tiere nicht mehr schlachten, würde es in den Ställen und auf den Weiden schnell voll werden, selbst wenn wir nur die Hälfte der Kühe halten würden. Denn auch diese 2 Millionen Kühe bekommen jedes Jahr ein Kalb, damit sie Milch geben können. Die Hälfte ist männlich. Macht 1 Million Stierkälbchen pro Jahr. Hinzu kämen die alten Milchkühe, die zwar meist nach 5 Jahren ausgemustert werden, aber gut und gerne 20 Jahre alt werden können. Plus mindestens 15 Millionen ausgediente Legehennen. All diese Nutztiere nicht zu schlachten, erscheint wenig sinnvoll. Für Fleischfans ist das doch endlich mal eine gute Nachricht. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie viel Fleisch darf es denn sein? Auch hierfür haben die Forschenden ein Szenario errechnet. Danach müssten wir unseren Fleischkonsum auf 1/4 beschränken. Geflügel hat dabei den größten Anteil, rotes Fleisch den kleinsten. Insgesamt sind das dann nicht 160 Gramm Fleisch pro Tag, sondern nur noch rund 40 Gramm. Pro Woche wären dann 200 Gramm Geflügel erlaubt und 100 Gramm rotes Fleisch. Das wäre weniger, als wir in den 1950er Jahren gegessen haben. Das sieht ja lecker aus. Fleisch also nur noch sonntags und zu besonderen Gelegenheiten. Könnte Dirk Ludwig damit überleben? Ich denke, wenn wir uns auf 1/4 der Menge reduzieren würden, würde wahrscheinlich die Qualität übrig bleiben und nicht die Masse. Und das ist natürlich auch die Nische, in der wir uns bewegen. Und ich habe davor keine Angst, weil die Menge an Fleisch, die als minderwertiges Produkt in Anführungsstrichen in den Markt kommt, auf die können wir leicht verzichten. Und wenn wir uns dann auf das konzentrieren, was wirklich qualitativ hochwertig ist und das noch übrig bleibt, ich glaube, dann tun wir alle unserer Gesellschaft, unserer Umwelt, unsere Nachkommen auch was Gutes. Und könnte sich mit so einer Welt Julia Weber arrangieren? Ich habe gemerkt, dass es leichter ist, konsequent
einige Produkte auszuschließen. Also immer, wenn man versucht, auf etwas zu achten, aber dann keine Grenzen setzt, hat man sehr viele Momente, in denen man zwiegespalten ist oder in denen man dann doch irgendetwas vergisst oder nicht auf etwas achtet. Und momentan sehe ich halt dadurch, dass auch in der Politik so wenig passiert und so viel Inaktivität herrscht, dass es am einzelnen Konsumenten liegt, da ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, das kann man am besten, wenn man einiges einfach ausschließt. Was ich auch nicht als Verzicht betrachte, denn man entdeckt ja viel Neues und das gleicht sich dann irgendwie wieder aus. Ob nun kein Fleisch oder sehr viel weniger. Beides geht nach den Berechnungen der Klimaforschenden. Und wenn es sehr viel weniger Rinder gibt, sind sie auch keine Klimakiller mehr. Zum Teil sogar ökologisch wertvoll. Es gibt in der Tat Abschätzungen, die sagen, dass eine Kuh an sich, also ein großer Pflanzenfresser, so wird das formuliert, durchaus auch positiv für die Artenvielfalt sein kann. Denn wo sie weiden, bewahren sie die für Deutschland so typischen Offenlandschaften. Ein Refugium für unzählige einheimische geschützte Pflanzen und Tiere. Und wenn wir weniger Anbaufläche für Tierfutter brauchen, könnten solche Landschaften wieder mehr werden. Und diese hier helfen sogar mit, das Klima zu schützen. Wasserbüffel oder robuste Rinderrassen unterstützen die Renaturierung von Moorlandschaften, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt wurden. Für rund 30% der landwirtschaftlichen Emissionen sind solche trockengelegten Moore verantwortlich. Sie sind wahre Treibhausgasschleudern. Moore bestehen aus Pflanzenresten, die wegen der nassen Bodenverhältnisse nicht vollständig zersetzt werden. Die Pflanzenreste enthalten überwiegend Kohlenstoff, der dann im Boden gebunden wird. Landwirtschaftlich genutzte Moore wurden vorher trockengelegt. Dadurch werden die Pflanzenreste zersetzt und der gebundene Kohlenstoff entweicht als CO2. Wo es geht, sollten alte Moorgebiete wieder vernässt werden. Die Wasserbüffel sorgen dafür, dass der Boden nass bleibt. Sie fressen die Pflanzen, die dem Moor Wasser entziehen. Es entsteht wieder ein intaktes Moor, das Kohlenstoff speichert. Mehr Natur- und Artenschutz, weniger Fleisch und Milch, neue Wege gehen. Das hat auch Hans Pfänder auf seinem Hof gemacht. Wo wir begonnen haben, umzustellen auf Gemüsebau oder auf Pflanzenbau, da war schon innerlich der Punkt, wo man halt Zweifel gehabt hat an dem Jahr, ob das richtig ist oder falsch ist. Und da wollen wir seine eigenen Kinder, wenn man das Gefühl hat oder das Wissen, die wollen wir natürlich nicht da reinlaufen lassen in einer Situation, wo man einfach weiß, das ist vielleicht nichts für die Zukunft. Als sie noch Milchkühe hatten, konnte nur eine Familie von dem Erlös leben. Jetzt leben 3 Familien von den Gemüseerträgen. Dazu kommen 30 Angestellte. Und sie versorgen nicht nur sich selbst, sondern Tausende in der Region mit einer großen Palette biologisch angebauter Nahrungsmittel. Eine Verkostung der besonderen Art findet bei Metzger Ludwig heute statt. Gebratene Kohlrabi-Scheiben von der vegetarischen Ernährungswissenschaftlerin. Dann werden die mit Salz, Pfeffer gewürzt, kurz meliert, dann in Ei und dann habe ich eine Panade gemacht aus gemahlenen Mandeln und etwas Parmesan. Ob das gut bei den Herren ankommt? Die schönsten Kohlrabi-Schnitzeldranchen, die man sich vorstellen kann. Schmeckt vorzüglich. Schmeckt total klasse. Eine Welt ohne Fleisch. Das muss nicht sein. Aber mit sehr viel weniger Fleisch- und Milchprodukten. Mit weniger und anderer Tierhaltung. Damit wir weiterhin in einer lebenswerten Umwelt leben können.